Diese Salsa ist einer der Basics der mexikanischen Küche und in ihrer Grundform besteht sie aus 5 Zutaten. Als Base für die Soße dienen Tomaten. Ob man das Kerngehäuse entfernen soll, hängt natürlich davon ab, ob man eine Salsa oder einen Salat zubereiten möchte. Ich persönlich entkerne die Tomaten nicht. Ich bereite normalerweise eine Salsa zu und für einen Salat entferne ich einfach die Restflüssigkeit mit der Lochkelle. Für jede 5 Tomaten würde ich eine klein gewürfelte Zwiebel dazugeben. Ich empfehle euch rote Zwiebeln zu nehmen, die sind nicht nur meiner Meinung nach optisch attraktiver, sondern eignen sich auch besser für Salate, da sie milder und süßlicher schmecken. Wie immer beim Koriander kommt entweder sehr viel davon rein oder gar nichts, weil ihr wirklich nicht drauf steht. In dem Fall würde ich aber eine Mischung aus Petersilie, Dill und Estragon empfehlen. Klein gehackter Jalapeno gehört immer dazu. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Entscheidet selbst über die Menge und wenn ihr nicht daran gewöhnt seid, entfernt bitte das Kerngehäuse. Für mich mache ich das nicht. Die Kombination aus Koriander und Limettensaft ist einfach unschlagbar. Pro 5 Tomaten presse ich 1 oder 2 Limetten aus, je nachdem wie viel Saft sie haben. Wir schmecken kräftig mit Salz ab und mischen alle Zutaten gut zu. Und das war's. Die ist fertig. Unsere Pico de Gallo Salsa. Diese frische und gesunde Soße kombiniert perfekt mit Fleisch und frittierten Gerichten. Aber nicht nur, auch einfach als Dip zu Snacks ist die super. Wie ich schon vorhin meinte, nehmen viele Pico de Gallo als Grundlage für unterschiedliche Rezepten. Eine weit verbreitete und sehr leckere Variante ist klein gewürfelte Avocado dazu zu mischen. Wie immer im Leben gibt es aber Leute, die es nicht mögen, wenn extra Zutaten beigemischt werden. Ich gebe euch deswegen 2 Vorschläge, wie ihr Pico de Gallo mit Avocado servieren könnt, ohne die zu vermischen. Eine sehr einfache Variante wäre, die Avocados länglich zu halbieren und zu entsteinen. Danach einfach die Salsa mit dem Löffel drauf verteilen. Das sieht übrigens auf dem Teller super appetitlich aus. Eine etwas aufwendigere Alternative wäre, die Avocados in dünne Scheiben zu schneiden und die Scheiben auf dem Teller so in einer Form anrichten, dass die Salsa in der Mitte serviert werden kann. Wenn ihr das Video bis dieser Stelle gesehen habt, nehme ich an, dass es euch gefallen hat. Bitte vergisst dann nicht, das Video zu liken, das ist sehr schnell gemacht und es hilft mir schon jede Menge. Also, lasst mir euren Daumen nach oben, viel Spaß beim Nachkochen wünsche ich euch, aber vor allem einen guten Appetit!